Was geht ab, meine kleinen Rasp? Hier ist Reim, ihr habt richtig gehört, hier ist Reim und seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es auf ganz YouTube gibt, worldwide. Worldwide. Hast gesehen? +2, meine lieben Abonnenten. +2? Ja, ich streiche dieses Ding immer repräsentativ für die Abonnenten, die hier dazukommen. Es ist ein bisschen komisch, weil das irgendwie so Elektroliebe-mäßig ist, aber naja. Weird. Ja, euch kann ich ja nicht direkt streichen. Du kannst aber mich streichen. Ja. Mein Kopf ist auch flauschig. Das mache ich jetzt lieber nicht, sonst ruiniere ich deine Frisur. Okay, danke. Ja, und Dana ist wieder mal da als Spezialgast. Dana Rolli. It's her. So, wir sind heute hier bei mir im Studio wieder einmal. Große Überraschung. Große Überraschung. Und ich als vermeintlicher Super-Experte und Produzent von Musik bewerte hier Videos. Nee, ich bewerte die gar nicht. Ich analysiere die Videos und reagiere zusammen mit dir drauf. Du als Fashionista und Beauty-Experten, co-moderierst das Ganze hier Ganze. Ja. Ganze. Und das Besondere ist, eigentlich ist es ein anderes Format. Wir haben Pro vs. Con, haben wir eigentlich angefangen mit Producer vs. Consumer. Dass wir Music vs. Beauty. Ja, Fashion. wir müssen das echt neu benennen, ne? Nee, ich kann ja einfach der Consumer bleiben. Und Fashion und Beauty ist dann halt auf einem anderen Kanal. Ja, auf deinem eigenen YouTube-Kanal, an dem du arbeitest, war eine gute Ein- und Überleitung von dir. Clever, Hast du gefickt eingeschädelt. Gefickt eingeschädelt. Ja, ist das nicht richtig? Ich habe das so gelernt. Folgendes, wir checken heute EXO wieder einmal ab. Wir haben ja schon von EXO Tempo gemacht. Da habt ihr gesagt, ja, Tempo ist ja nicht der beste Song von denen. Ganz ehrlich gefühlt, egal. Ja, echt? ein paar habe ich gelesen. Ich Ja, so, aber mach auch mal Exo Monster. Genau, mach auch mal Exo Monster und natürlich auch die anderen. Ja, die stehen alle auf unserer Liste. Wir sind dran, wir arbeiten ja alles Stück für Stück ab, aber ihr seid ja auch geduldig mit uns. Ja, deswegen schalten wir jetzt einfach mal um. Übrigens, diese Woche noch. Ich weiß nicht, wann dieses Video kommt. Wann kommt das denn? Bestimmt noch diese Woche. Ja, diese Woche will ich auf jeden Fall noch sehen, dass wir die 25.000 fett knacken. Fett knacken, ja, ihr wisst, was das heißt. Also ihr sollt jetzt nicht anfangen mit Fett. Auf YouTube, weil gerade sieht man wieder Instagram. Tada! Also, dass wir die 25.000 knacken, ihr wisst Bescheid, das kriegen wir hin. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, denn da kommen noch einige Überraschungen, Verlosungen, Gewinnspiele. Hey! Also es wird auf jeden Fall einiges geben, deswegen lohnt es sich. Auch nochmal kleine Änderung, mein Instagram-Name hat sich geändert, der Punkt ist verschwunden, es ist noch Rahim Erbil, kein Punkt mehr, so wie auf YouTube und Twitch und Twitter, überall nur noch Rahim Erbil und Dana das gleiche, überall Dana Rolle. So, alles unten sonst in der Beschreibung verlinkt, linkt und es geht los. Wow. Krass. Also. Das ist ja so ganz was anderes. Ich muss, ihr wisst relativ, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ich muss relativ häufig abbrechen bzw. unterbrechen, um das Ganze zu analysieren und Copyright-Claims aus dem Weg zu gehen. Das ist ja jetzt vom Stil hier was komplett anderes. Das ist ja krass. Mhm. Das ist ja so, haben die Untertitel? Nee, ne? Nee, haben sie nicht. Das Video ist von 2016, ja. Und die sind ja auch bei SM Town, ne? Ja. Ja, SM Town Entertainment, deswegen da ist es wohl nicht ganz so gang und gäbe, dass sie da Untertitel reinsetzen. Wir können natürlich auch den Text sonst auspacken. Ich finde das jetzt aber nicht so problematisch. Es ist nur vom Stil her, finde ich, ist einfach mal was anderes. Okay, wir hatten also erstmal so ein Verse am Anfang, ne? Und jetzt kommen wir schon in den nächsten Part rein. Rolex. Love is the way.
Geil, krass. Wow. Hä, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, das ging einen schönen Akkord rein. Warte mal. Das war vorne jetzt irgendwie so. Das war so irgendwie, weiß nicht, so Breakbeat-mäßig irgendwie. Aber jetzt hat sich das dann so richtig schön harmonisch aufgelöst. Mir fällt nur auf, dass es nicht so laut ist, aber es ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre alt, der Song. Insgesamt kommt er nicht ganz so laut rüber. Aber ne, hier der Auftakt wieder, der Pre-Chorus. Es geht los in den Refrain, aber dann. Da ist auch nicht dieser typische Break vor der Hook. Das macht den Riser zwar, aber geht dann direkt in die Hook. Wir haben keine kurze Pause vorher. Und das ist nur so ein Pad, oder? Mhm. Das dann halt richtig, da kommen dann richtig Harmonien dazu, also Akkorde, die gespielt werden. Deswegen klingt das Ganze dann auch auf einmal so, ja, wohl. Nice. Ja, krasse Refrain erstmal. Also irgendwie krass. Und dann gehen wir direkt hier in den nächsten Verse schon rüber. Ja. Das ist hier aber Markenprodukt, oder? Keine Ahnung. Bestimmt. Aber würde ich jetzt gerade nicht erkennen. Da steht Obey drauf, also. Wo? Hier. Ach so, ja. Ja, dann. Obey. Hab ich nicht gesehen. Witzig, dieses Bom, 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 Bom. War das im ersten Vers schon? Ja. Geil. Hier noch so Adlibs tief. Hoodie an. Hier ist so im Bassbereich, im Bassbereich ist das so oder haben die es noch kaputt gemacht? Ich kenne nur die nicht. Könnte beides möglich sein. Das Ding ist auch, was man sagen muss, weil es ja 2016 ist. Ja. Da war ja dieser Marken-Street-Style-Hype noch nicht so groß. Ja. Weltweit, sage ich mal. Wobei eigentlich so in Asien schon immer sehr, 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 sehr viel Wert auf Marken gelegt wurde. Mhm. Und das da auch immer sehr gerne präsentiert wird. Aber hier ist jetzt schon zurückhaltend. Trotzdem. Wir haben halt vorher jedes Mal immer den Subbass durchlaufen, ne, der komplett da einen Klangteppich legt im Bass- und Subbassbereich. So dass wir uns ja die ganze Zeit so ein bisschen unter Spannung stehen als Zuhörer, weil wir dann immer so ein erst hier, wo dann der Pre-Chorus-Part kommt, löst sich der Bass erst auf und spielt rhythmisch, also eher punktuell Sachen, so dass wir dann doch noch mal rauskommen aus unserer Anspannung. Vielen Dank, du bist dabei. Wenn das bimmelt hier das ist schon ein bisschen weird. Ja, aber ich schätze halt meine Abonnenten, okay. Was soll ich sagen. Durch das punktuelle Spielen und das Rhythmische kommen wir dann halt in einen anderen Modus dann auch rein als Zuhörer, finde ich. Ja, also so merkt man einfach dann den Unterschied zwischen den Parts auch noch zusätzlich. Ja, okay. Ja. Oh, richtig fett. Geil. Ja, sehr cool. Hier war schon eher nochmal doch mehr Dropdown-mäßig, weil die Instrumente halt kurz vorm Refrain dann da mal rausgenommen haben. Ne, wo wir dann echt nur noch die Vocals haben. Alles weg.
und 3. Und dann Akkorde spielen mit dem Pad. Ja, diesen auch hier dann so ein Delay drin, eine Verzögerung, wo die Vocals dann das füllt dann eben die Lücken dann auch mal, ohne dass es wirklich nochmal so ein Main Vocal ist, sondern echt, ja, einfach so leicht füllt. Man hört halt den jeweiligen Sänger oder Idol einmal Main, Mono, und dann hören wir aber rechts, links ganz viele Stimmen. Die sind relativ eng aneinander gemischt und zusammengeklebt. Da sind aber auch Harmonien drin. Ja, deswegen klingt das Ganze eben auch so schön voll und so warm und das umarmt einen, also harmonisch einfach. Muss man mal ganz genau drauf achten. Da sind viele Harmonien drin. Es sind da auch neun Jungs, die werden da einiges auspacken können an Harmonien. Das ist schon der Wahnsinn. Also es fällt nicht so krass auf, aber wenn man genau hinhört, mit den guten Kopfhörern, die wir hier haben, die sind unten in der Beschreibung übrigens drin, weil viele nachgefragt haben, ja, aber mit was hörst du das denn? Das sind wirklich Studio-Referenz-Kopfhörer, die weltweit benutzt werden. Kann ich euch garantieren, jedes professionelle Studio, selbst im semi-professionellen Bereich, hat jeder mindestens einen von diesen Kopfhörern. Link unten in der Beschreibung. Es gibt 3 Versionen, jeweils mit verschiedenen Ohmzahlen wegen den Widerständen, und umso niedriger die Ohmzahl, umso niedriger der Widerstand. Das heißt, da könnt ihr dann auch kleine Geräte wie Smartphones und Tablets benutzen, mit dem 32 Ohm Modell am besten. Aber wenn ihr dann eben wirkliches Studio habt, oder kann auch ein Home Recording Studio sein, würde ich eher zu den 250 Ohm Version tendieren, weil man da ja so Kopfhörerverstärker hat meistens. Oder nimmt das Zwischending, die 80 Ohm. Aber da könnt ihr euch nochmal informieren. Ich habe alle 3 reingehauen. Das ist voll mit Harmonien. Gerade hier die Stelle ist voll mit Harmonien. Ne, nur diese eine Stelle. Ja, hier auch. Das ist dann einzeln. Genau, und jetzt. Sehr viele. Erst wieder einzeln? Ja. Das ist schon gesangstechnisch, ja, ein Skillset, was man haben muss. Ja, weil du halt von der Bruststimme dann so in die Kopfstimme reinrutschst oder reinspringst. Das ist halt schon eine besondere, ja, Schwierigkeit ist da schon da. Weil du musst und das dann noch sauber den Ton treffen, das muss man schon können. Ohne zu quietschen oder zu kratzen. Ja. Oder ja, da passiert eher so ein Bruch, das ist ja wie so ein Rechtquietschen, so ein ja, und da dann den Ton zu treffen, klar, es ist alles Studioproduktion, da kann man auch tunen und so, aber das klingt schon gekonnt auf jeden Fall. Also C-Part. Ein schöner C-Part, der wirklich auch mal einen Stimmungsumbruch wieder macht im Song und nicht einfach nur die ganze Zeit das Thema weiter fortführt. Dann würde mich echt interessieren, was die singen. Das können wir mal nachschauen. Genau, das können wir jetzt gleich nachschauen, aber das Ding ist, du siehst halt in der Produktion schon, also in der Komposition hörst du schon raus, dass es ein Stimmungsumbruch ist. Ja, voll. Und das ist halt das, was man mit einer guten Komposition eben erreichen kann. Also klar, möchte man das nicht in jedem Song haben, macht auch nicht in jedem Song Sinn. Aber... Hey, was geht denn ab? Aber das bringt einiges, ne? Wenn man da eben das ist eben genau der Unterschied. Man muss die Sprache dann nicht sprechen, oder verstehen, die im Song gesungen oder gesprochen wird, sondern wenn man das einfach musikalisch so umsetzt und so komponiert und so schreibt, kann man das international verstehen. Das ist ja das Tolle an der Musik, dass es eine Weltsprache ist. Ja, aber genau deswegen, es ist ja so schon der Beat und auch die Melodie, wie sie singen und auch die Bilder dazu,
lassen einen schon direkt was Bestimmtes fühlen. Ja. Und deswegen meine ich, fände ich es noch interessanter Klar. zu wissen, was Ja, sie ja. jetzt tatsächlich singen. Ja, das ist Aber okay. man spürt schon alles, man fühlt es schon. Ja, klar. Ja, aber das, ja. 네 삶을 다 뒤집어 버리는 게 I'm sorry you make me so crazy you know you do you make me so crazy you know you do Krasse Gesangseinlage hier mal kurz als Übergang. Hätte ich gern gesehen, wer das war. Von den Jungs hat man jetzt niemanden gesehen. Davon, glaube ich. Nee, hier im Video, genau an der Stelle wäre es gut gewesen, wenn man gesehen hätte, wer das singt. Ja, aber crazy you know you do yeah 모두 날 두려워해 so I'm untouchable man 근데 내 진심은 왜 결국에 날 Achso, ich hätte jetzt erwartet, dass der Refrain tatsächlich nochmal kommt. Und jetzt sind wir aber in einem Rap-Part. 거부 못해 모두 날 두려워해 so I'm untouchable man 근데 내 진심은 왜 결국에 날 거부 못해 숨어서 저보다가 깜짝 놀라지 내게 난 War das mit den roten Haaren jetzt Big Jung oder was? Ich glaube. so I'm untouchable man 근데 내 진심은 왜 결국에 nee, 날 ich 거부 못해 glaube 숨어서 Suho. 저보다가 깜짝 놀 Ja, stimmt, das war so. Ja. Oder? Die Leute Ich werden kann es. ja raten, ich sag Suho. Ja, man will auch einen Frame mal haben, wo die mal sauber zu Nein. sehen sind. Nein. Es wird die ganze Zeit geschnitten, bewegt. Ja, jetzt kann man ihn. Es ist Big Jung. Suho? Ich sag Suho. Boah, schreibt's in die Kommentare. Wir erkennen es natürlich wieder einmal nicht. Als absolute K-Pop-Anfänger. Tut uns leid. Hä? Ich sage, es ist Big Jung. 심은 왜 결국에 날 거부 못해 숨어서 저보다가 깜짝 놀라지 내게 난 티노미 같은 난 내 존재의 일부 날 그대로 받아들여 너의 두려움 걱정은 접어들여 Geil. 네가 고통을 누려 더 깊이 빠져들어 널 맘대로 가지고 놀아 내 손에서 맘껏 놀아 도망가지만 난 영원히 맴돌아 You can call me monster I'm 뒤집고 무너뜨리고 Nice. Geil. Also so kleine Percussion-Elemente, diese. Auf die Eins auch wieder so Becken-Sounds und so. Also jetzt die letzte Hook haben sie wirklich nochmal einiges reingebaut. Auch die Chords, die wir vorher schon gehört haben, die harmonisch das Ganze unterlegen, haben auch nochmal ein bisschen Unterstützung bekommen. Ja, die holen da auf jeden Fall, bauen die das, sage ich mal, so, wie sagt man, so also nach hinten hin einfach eben auf. Sehr, sehr nice. Krass. Nice. Richtig krass. Schön, Alter. Oh, richtig gut. Jetzt das Ende mit dem schönen Vocal da, hat schon gut reingehauen. Muss man sagen, ey. Ja, schöne runde Nummer. Voll. Also fand ich jetzt nochmal anders auch gut als Tempo. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil Auf jeden Tempo fand ich war so schon, nehmt's mir jetzt nicht übel, aber so Boyband-mäßig, was man hier so kennt. Ja. Hatte sowas Boybandiges. Ja. Ja, ich fand's, Geil. ich fand's Nice. auch, vor allen Dingen, ich habe in der ersten Hook habe ich gar nicht erwartet, dass es sich so auflöst, weil das am Anfang so relativ, ja, man wusste nicht genau, gab einem halt nicht das Gefühl, in welche Richtung das vom Tempo geht, wie man sich bewegen soll so richtig. Und dann löst sich das aber so schön harmonisch auf, ohne dieses Übergedonnere und Gewittere und weiß ich nicht was Abrissding, was wir auch manchmal haben. Also richtig cool, ja, also
Jetzt auch ganz zum Schluss noch mit diesen geilen Adlibs der Jungs, die dann da zeigen, dass sie da echt da noch einiges an schönen Vocal Runs da noch reinbringen. Schönes, rundes Ding. Leute, so, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mir, indem ihr ein Abo dalasst. Für jeden Abonnenten streichle ich dieses Ding besonders lieb. Ist aber auch schön weich. Ja, es hat tatsächlich so eine weiche Plastikhaptik. Also Samtig. es gibt diesen Soft-Touch-Plastik, dieses Soft-Touch-Plastik und Kunststoff und das ist hier drauf. Und ich streichle das dann jedes Mal für jeden Abonnenten, der drauf kommt. Ja. Dieser Sound. ASMR. Ja, gut, das reicht. Ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ihr wisst Bescheid. Ansonsten findet ihr alle Links unten in der Beschreibung zu Dana. Ja, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter. Ich habe heute angefangen, Twitter wieder mal zu aktivieren. Und eine Spotify-Playlist. Die würde ich auf jeden Fall mal abchecken. Ja, da ist nämlich eine Weekly Top 20 drin. Jede Woche Freitag werde ich die aktualisieren, habe ich mir vorgenommen. Und dort so meine Top 20 der Woche reinsetzen. Das Geile daran ist, es werden nicht nur aktuelle Nummern drin sein und nicht nur aus einem Genre, sondern es wird wirklich so mein Ding sein, querbeet alles durch, was ich momentan gerade höre und fühle vor allen Dingen. Das ist ja immer das Wichtigste meiner Meinung nach in der Musik. Und da werden auch alte Nummern drin sein, ja, weil ich habe 2 direkt. Hey. Ich habe ja auch so eine super Playlist, meine eigene private, die nur ich habe und Dana, sonst hat die niemand. Da sind über 1000 Songs, die so mein ganzes Leben, meine Kindheit und Erwachsenwerden irgendwie geprägt haben auf eine gewisse Art und Weise. Und vor allen Dingen auch mein Musiker-Dasein. Da sind sehr viele Songs drin, die aber auch sehr alte Songs, die ich immer wieder mal gerne irgendwie zwischendrin so eine Zeit lang so eine phasenmäßig dann höre. Dana weiß Bescheid und dann haue ich die aber auch immer wieder dann jeweils in die Playlist. Also da sind dann noch, also die Top 20 Playlist, die ich dann jetzt öffentlich für euch vorbereitet habe, der ihr folgen könnt. Ja, das lohnt sich, definitiv. Und K-Pop ist schon drin. Ich habe die gerade heute gemacht, jetzt so ein bisschen durchgemischt, weil es Donnerstag ist, aber Freitag ist dann der beste Tag, wo ich dann auch die ganz neuen Sachen und ein bisschen was aus dem Alten, aber ich will das auf jeden Fall jeden Freitag aktualisieren. Folgt der Liste unten auch in der Beschreibung, aber ja, ich denke, das Wichtigste sind die Abos, denn mit den Abos verpasst ihr gar nichts, denn hier halten wir mal unsere Fresse hin, unser Gesicht meine ich, unsere süßen Gesichter. Ja. Das funktioniert. Okay, du musst noch. Ich will auch mitstreiten. Okay. War's das? Ich warte, bis jetzt noch einer kommt. Achso. Ich streiche so lange. Ja gut. Come to me. Come. Das funktioniert, wenn ich es mache. Ha! Ja, weil ich es gerade in die Hand genommen habe. Siehst du? Nein, weil ich so lange vorgestreichelt habe. Nein, das ist alles meine Energie. Meine positive Energie. Leute, bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Lasst Abos da.